ARIS-Kommando bietet viele Funktionen für die 3D-Modellierung, die wir leicht finden können, wenn wir in den 3D-Arbeitsbereich wechseln. Hier finden wir Werkzeuge für das Modellieren von Volumenkörpern, von einfachen Formen über komplexe Formen zum Kombinieren mit boolischen Operationen und weitere Funktionen. Da während der Arbeit der Blickwinkel auf das Modell oft geändert werden muss, ist es wichtig, sich frei im 3D-Raum bewegen zu können. ARIS-Kommando bietet uns den Ansichtsnavigator, mit dem wir schnell zwischen Ansichten wechseln können. So lassen sich die Ansichten von oben, von unten, von vorn, von rechts oder links, aber auch die isometrischen Ansichten mit einem einzigen Klick auswählen. Wir konnten das bereits vorher mit Hilfe dieser Schaltflächen. Jetzt ist es direkt aus dem Ansichtsnavigator möglich. Der Ansichtsnavigator kann über diese Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig wird er in der oberen linken Ecke des Zeichenbereichs angezeigt. Sie können ihn aber bei Bedarf in einer anderen Ecke platzieren. Eine nützliche Funktion beim Arbeiten in der 3D-Umgebung ist auch das Wechseln zwischen parallelen und perspektivischen Ansichten. Zudem informiert Sie der Ansichtsnavigator über die aktuelle Blickrichtung in der Ansicht. Erwähnen wir an dieser Stelle noch einmal die Schattierungsmodi. Diese ermöglichen es uns, die 3D-Zeichnung besser zu visualisieren, durch Ausblenden der verdeckten Kanten oder durch die schattierte Anzeige in den Farben der Layer oder der Objekte entsprechend der jeweils zugewiesenen Eigenschaften. Mit dieser Option können wir die beliebige Ansicht als Startansicht definieren. Nun können wir jederzeit mit dieser Schaltfläche zur definierten Startansicht zurückkehren. Mit dem Befehl Benannte Ansichten lassen sich zuvor gespeicherte Ansichten aufrufen, wie zum Beispiel diese perspektivische Innenansicht. Definieren wir sie als Startansicht. Wechseln wir nur zu einer beliebigen anderen Ansicht. Mit einem Klick auf Startansicht kehren wir schnell zur Innenansicht des Gebäudes zurück. Durch Drücken von Shift-Taste und Mausrad können wir die Ansicht frei drehen. Rufen wir den Befehl Ansichtsrollen auf, stehen uns mit Rechtsklick weitere Optionen zur Verfügung. Wir können zum Beispiel eine Achse blockieren. Oder frei um ein Zentrum navigieren. Dieses Drehzentrum kann beliebig festgelegt werden, indem wir den Cursor dort positionieren und gedrückt halten, während wir die Maus bewegen. Obwohl der Ansichtsnavigator hauptsächlich für die 3D-Modellierung von Vorteil ist, kann er auch beim Arbeiten mit 2D-Geometrie nützlich sein. Zum Beispiel können wir die Ansicht um 90 Grad in die eine oder andere Richtung drehen. Es lässt sich auch jeder andere Winkel verwenden. Beachten Sie, dass sich das Koordinatensystem mit der Ansicht dreht. Wenn wir nun in dieser Ansicht arbeiten möchten, möchten wir eventuell das Koordinatensystem neu ausrichten, so dass die X-Achse wieder horizontal nach rechts zeigt. Verwenden wir dafür einfach den Befehl BKS mit der Option Ansicht. So können wir nun zum Beispiel sehr einfach Ortho- oder die polare Unterstützung zum Zeichnen verwenden. Um zur ursprünglichen Position zurückzukehren, setzen wir das Koordinatensystem wieder auf das globale Koordinatensystem zurück und rufen die Draufsicht auf. Dann führen wir einfach den Befehl Plan aus und drücken zweimal die Eingabetaste, damit sich die Ebene so dreht, dass die X-Achse horizontal liegt. Das Zeichnen in verschiedenen Ansichten wird mit diesen Funktionen sehr erleichtert.